Es ist kein Geheimnis, wenn ich euch erzähle, dass ich Ego-Shooter der späten 90er und frühen 2000er einfach liebe. Besonders fasziniert haben mich auch die Konsolenports dieser Version, die einen Großteil meiner Kindheit ausgemacht hatten. Einer der prägendsten Shooter dieser Zeit überhaupt war sicherlich Half-Life. Dank unzähliger Mods wie Day of Defeat oder auch Counter-Strike hinterließ dieser Shooter nachhaltig seinen Fußabdruck in der Spieleindustrie. Und ich meine, diese Spiele werden heute noch gespielt. Es wird also Zeit, diesem Meisterwerk der 90er Tribut zu zollen. Mein Name ist Kenko und damit herzlich willkommen zu Mission Adaption, dem Format, das sich den spannenden Portierungen und Umsetzungen von Videospielen widmet. Auf geht's! Im Jahr 2000 hörte ich das erste Mal, dass Half-Life auf die Dreamcast kommen soll. Die Enttäuschung war also groß, als ich hörte, dass 2001 der Port eingestellt wurde und das ganze Projekt auf die PlayStation 2 wanderte. Doch 2003 tauchte eine geleakte Dreamcast-Version im Internet auf, die ich hier habe und die wir uns später gemeinsam anschauen werden. Außerdem werden wir nicht nur die Dreamcast-Version ansehen, sondern wir werden das Ganze mit der PlayStation 2-Version vergleichen. Half-Life basiert auf einer stark modifizierten Quake-Engine, die intern bei Valve auch Gold Source genannt wurde. Das Spiel sollte sich millionenfach verkaufen, erhielt herausragende Kritiken und setzte neue Maßstäbe für die ganzen Shooter, die danach kommen sollten. Eine Konsolenumsetzung war daher nur logisch, doch Ende der 90er fehlte es an Konsolenhardware. Keine Konsole war den Anforderungen von Half-Life gewachsen. Erst mit dem Erscheinen der Dreamcast wurde eine Umsetzung realistischer. Die Dreamcast hatte von Haus aus eine Windows CE-Schnittstelle, weswegen viele Ports aus dem PC-Bereich es auch auf die Konsole schafften. Windows CE und der erfolgreiche Konsolenlaunch der Dreamcast bestärkten Valve und Sierra darin und sie beauftragten Captivision Digital Laboratories mit der Umsetzung des Ports. Das Studio Gearbox, die zuvor die Erweiterung für Half-Life Opposing Force für den PC entwickelt hatten, wurden hinzugezogen, um eine neue exklusive Kampagne namens Blue Shift zu erschaffen. Offiziell angekündigt wurde der Port dann am 14. Februar 2000 auf der Melia-Messe in Cannes, mit einer geplanten Veröffentlichung im Sommer desselben Jahres. Doch es gab massive technische Hürden. Die Level mussten in kleinere Abschnitte unterteilt werden, was zu häufigen Ladebildschirmen führte. Gleichzeitig kämpfte das Team mit Performance-Problemen. Laut Produzent Jeff Pobst war die Entwicklung mit Windows CE extrem herausfordernd und es mussten kreative Speichertricks genutzt werden, um die Performance zu verbessern. So sagte er in einem Interview: Ein Dreamcast-Spiel mit Windows CE zu entwickeln, war alles andere als einfach. Die größte Herausforderung lag darin, dass die Architektur des Systems völlig anders war. Ich erinnere mich, dass das Team beispielsweise Speicherbereiche, die eigentlich für Sounddaten reserviert waren, für Grafikressourcen umfunktionierte, um die Performance zu verbessern. Nach mehreren Verschiebungen auf September und dann November 2000 erhielten Fachzeitschriften eine fast fertige Version zum Testen. Von den Fachzeitschriften hagelte es Kritik an den technischen Problemen. Die langen und häufigen Ladezeiten sowie die fehlende Online-Multiplayer-Funktion, obwohl versprochen, wurden bemängelt. Positiv hingegen wurden verbesserte Texturen und Modelle sowie die Einbindung der extra Erweiterung Blue Shift aufgenommen. Die Entwickler blieben optimistisch und arbeiteten weiter an Optimierung des Ports. Die Entwicklung war im Prinzip abgeschlossen, das Coverdesign und die Verpackung fertiggestellt. Die Marketingkampagne lief auf Hochtouren und selbst die US-amerikanische Prima Verlag druckte das offizielle Lösungsbuch für den Shooter und brachte dieses in den Handel. Und dann kündigte Sega 2001 das Ende der Dreamcast an. Dies war ein schwerer Schlag für den Port von Half-Life. Ohne eine aktive Konsole auf dem Markt und mit einer schwindenden Nutzerbasis entschieden sich Publisher Sierra und Valve, das Projekt zu stoppen. Im Juni 2001 wurde die Dreamcast-Version von Half-Life dann offiziell einen Monat vor Release abgesagt. Und die exklusive Kampagne Blue Shift, die eigentlich Bestandteil der Dreamcast-Version sein sollte, wurde für den PC angekündigt. Jeff Pobst erinnert sich später: Ich denke, viele Exemplare wurden gedruckt. Jeder hat wahrscheinlich ein Musterexemplar erhalten. Ich erinnere mich nicht, wie groß die erste Produktionscharge der Verpackungen war, aber sie war deutlich günstiger als die Herstellung der Discs und wurde frühzeitig angefertigt. Sierra und Valve analysierten die Kosten für die Diskproduktion und die Lizenzgebühren an Sega, die vor dem Verkaufsstart bezahlt werden mussten, und stellten schnell fest, dass die Prognosen schlechter wurden. Deshalb wurde das Projekt kurz vor der finalen Herstellung eingestellt. Trotz der Absage wurde später eine nahezu fertige Version des Spiels im Jahr 2003 geleakt und verbreitete sich unter Fans. Später wurden auch andere Prototypenversionen von Half-Life gefunden, der letzte bekannte Fund auf einem Flohmarkt in den USA im Jahr 2018. Die PlayStation 2-Version hingegen wurde am 14. November 2001 veröffentlicht, nur wenige Monate nach der Streichung der Dreamcast-Version.
Dieser Port kam nicht von Captivision, da das Studio nach der Absage der Dreamcast-Version geschlossen wurde. Gearbox übernahm und ließ die Erfahrung des Dreamcast-Ports mit einfließen. Die exklusive Erweiterung Blue Shift wurde für die PlayStation 2 gestrichen, da diese bereits für den PC veröffentlicht wurde. Man brauchte also ein Alleinstellungsmerkmal für den PlayStation 2-Port und man entwickelte die Koop-Kampagne Decay. Schauen wir uns also beide Ports im Detail an. Okay, ich habe es ja bereits mehrfach angesprochen, die Ladezeiten der Dreamcast-Version sind lang. Sehr lang. Lassen sich aber durch den Einsatz eines GDEMUs auf das Niveau der PlayStation 2 senken. Hier im direkten Vergleich. Für die es nicht wissen, ein GDEMU ist ein Ersatz für das originale CD-Laufwerk, Spiele werden hier von SD-Karte abgespielt, dies reduziert natürlich die Ladezeiten stark. Es ist schon erstaunlich, wie nah der Dreamcast-Port an die PC-Version heranreicht. Die legendäre Intro-Sequenz ist bei der Dreamcast identisch zur PC-Version, inklusive der freien Bewegung innerhalb der Gondel. Wir können rumspringen und uns frei drehen. Bei der PS2 ist dies nicht möglich. Wir sind fest auf einen Punkt fixiert und können uns lediglich drehen. Sicherlich wurde dies aus Optimierungsgründen so entschieden. Bei der Dreamcast wurde teils Texturen und Modelle gegenüber der PC-Version verbessert. Für die PlayStation 2 hat man aber noch einmal eine Schippe draufgelegt. Modelle sehen noch einmal besser aus und die Wandterminals wurden komplett überarbeitet, sowie animiert. Insgesamt sind Texturen auf der PlayStation 2 jedoch niedriger aufgelöst und es sieht auf der Dreamcast schärfer aus. Natürlich ist die Auflösung der Dreamcast auch höher. Das ist für die Optik gut, zieht aber die Performance deutlich runter. Die Optimierung der PlayStation 2-Version gehen aber noch weiter, so wurden komplette Maps anders gestaltet, um mehr Leistung aus der Konsole zu holen. Bei aller Kritik an der Performance der Dreamcast müsst ihr jedoch bedenken, dass wir nie eine fertig optimierte Version für die Dreamcast bekommen haben. Das merkt man auch, da ich ab und zu beim Spielen im Fehler gelaufen bin, die das Spiel zum Absturz gebracht haben. Der direkte Vergleich ist also etwas unfair. Die angesprochenen Abstürze waren aber nur zweimal und ihr könnt den Dreamcast-Port problemlos durchspielen. Was ich besonders bei der Dreamcast praktisch fand, war die Zielhilfe. Damit war das Spielen mit dem Single-Stick-Controller erheblich leichter. Wie ihr sehen könnt, hat das Fadenkreuz ab einem bestimmten Bereich automatisch auf den Gegner gezielt. In der PlayStation-Version ist das zwar ähnlich, aber die Schüsse lenken trotzdem nicht direkt zum Gegner automatisch. Also man kann sagen, ein gewisser Aimbot. Beide Versionen haben aber einen deutlichen Inhaltsunterschied. Die Dreamcast hat die Extra-Kampagne Blue Shift, die über das Menü ausgewählt werden kann. Im Blue Shift spielt ihr als Wachmann der Black Mesa-Anlage und die Handlung findet parallel zur Haupthandlung statt. Immer wieder kreuzen sich eure Wege mit dem Hauptspiel. Ein nettes Detail sind die Dreamcast-exklusiven Gegenstände, die sich in den Kisten befinden, wenn ihr sie zerstört. Das gibt es tatsächlich so nur auf der Dreamcast. Blue Shift bietet in etwa noch einmal 3 Stunden zusätzliche Spielzeit. Die PlayStation-Version hat im Gegensatz dazu die Extra-Kampagne Decay. Auch diese dauert in etwa 3 Stunden. Das Besondere hierbei ist, dass dies eine Couch-Koop-Kampagne ist im Splitscreen. Aber ihr könnt Decay auch alleine erleben, indem ihr einfach die Figuren durchwechselt. Der Wechsel findet hier durch Drücken der Select-Taste statt. Zusätzlich gibt es auf der PlayStation auch einen lokalen Multiplayer für 1 gegen 1. Auch der PlayStation-Port hat leider keinen Online-Multiplayer. Es war pure Nostalgie, wieder in Half-Life einzutauchen. Egal für welche Version ihr euch entscheidet, letztlich muss Half-Life einfach gespielt werden. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann lasst jetzt ein Abo da und liked das Video. Schreibt mir in die Kommentare, welche Version von Half-Life ihr am besten fand und welche ihr vielleicht schon gespielt habt. Gerne könnt ihr auch Teil unserer Community werden. Link zum Discord und zum Forum findet ihr in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Ciao!